Der Zugang zu sauberem Wasser. Die Vereinten Nationen haben 2013 festgelegt, dass das ein Menschenrecht ist. Doch in den Ländern südlich der Sahara ist sauberes Trinkwasser für mehr als 300 Millionen Menschen, rund ein Drittel der Bevölkerung, immer noch unerreichbarer Luxus. Mit dieser verschmutzten Brühe wird in einer Region im Westen Kenias der Durst gestillt und das Essen gekocht. Durchfallerkrankungen, die tödlich enden können, gehören hier zum Alltag. Denn Flüsse sind in vielen Gebieten nicht nur Wasserquelle, sondern auch Abwasserkanal. Bernard Olemo soll nun in der Gemeinde Korumba dieses Problem lösen. Ich habe selber schon an sehr schwerem Durchfall und Erbrechen gelitten, weil es kein sicheres Wasser gab. Bernard produziert sauberes Wasser. Die Technik dafür ist denkbar simpel. Das dreckige Flusswasser wird in den oberen großen Tank gepumpt und sickert von da durch einen Filter in den unteren. Die Anlage braucht keine weitere Energie. Hier habe ich ein Modell. Der Filter hat sehr feine Poren, in denen nicht nur alle Schmutzpartikel, sondern auch alle Keime hängen bleiben, sodass nur reines, sicheres Trinkwasser herauskommt. In Bernards Wasserkiosk kann sein ganzes Dorf jetzt dieses saubere Wasser bekommen. 20 Liter kosten 5 Cent. Mit den Einnahmen kann die Anlage dauerhaft gewartet und betrieben werden. Sauberes Wasser zu einem Preis, den sich hier jeder leisten kann. Und trotzdem, ein paar Meter weiter füllen die Frauen ihre Kanister nach wie vor am Fluss. Caroline Weimann arbeitet bei der Siemens-Stiftung und leitet dort das Projekt der Wasserkioske. Warum sind die Menschen nicht bereit, Centbeträge zu zahlen, um Krankheiten zu vermeiden? Es ist so, dass diese Frauen seit Generationen hierher kommen und ihre Eltern und ihre Großeltern haben das Wasser schon hier geholt. Und häufig sind sie sich gar nicht bewusst, wie dreckig das Wasser tatsächlich ist. Um da wirklich eine Veränderung herbeizuführen, reicht es eben nicht, einen Wasserkiosk aufzustellen, sondern muss man den Leuten auch beibringen, was es tatsächlich bedeutet, sauberes Trinkwasser zu trinken, was die Verbindung ist zwischen dreckigem Wasser und ihrer Gesundheit. Deshalb investiert die Stiftung nicht nur in die Logistik des Wasserkiosks, sondern vor allem auch in die Aufklärung. Warum soll bisher kostenloses Wasser plötzlich bezahlt werden? Die ehrenamtliche Gesundheitshelferin Isabella Akinji besucht Hütte für Hütte alle Bewohner des Dorfes. Sie versucht ihnen klarzumachen, dass sauberes Wasser nicht nur der Gesundheit nutzt, sondern auch dem Familieneinkommen. Verschmutztes Wasser trifft die Menschen auch wirtschaftlich. Wenn man krank ist, muss man Ärzte im Krankenhaus bezahlen, kann nicht arbeiten und die Kinder leben quasi in der Hölle. Auch Straßentheater ist ein beliebtes Aufklärungsmittel. Das Stück? Ein Drama um Durchfallerkrankungen. Okay. Das Publikum ist begeistert. Und nicht zuletzt setzt man auch bei der jungen Generation an. Dazu müssen Lehrer fortgebildet und mit Materialien ausgestattet werden. Alles in allem kostet die Aufklärungsarbeit mehr als der Bau des Wasserkiosks und der Filteranlage. Aber ohne all das sind solche scheinbar simplen Ideen chancenlos. Caroline Weimann lässt auch Bernard, den Betreiber der Anlage, noch einmal die Schulbank drücken. Zum Beispiel lernt er, wie er eine einfache Buchhaltung macht, wie er eine einfache Finanzplanung macht, wie er seine Preise setzen muss, sodass er seine laufenden operativen Kosten decken kann. Was bedeutet Kundenbeziehung? Warum muss ich mit meinem Kunden auf eine bestimmte Art und Weise interagieren? Aber auch, was ist Sales and Marketing und warum ist das für mich relevant? Mehr als ein Jahr lang haben freiwillige Helfer und Mitarbeiter der Stiftung daran gearbeitet, dass die Idee bei den Menschen auch ankommt.
Hat das alles etwas gebracht? Sind sie bereit, für sauberes Wasser zu bezahlen? Und hat damit der Kiosk auf Dauer eine Chance? Caroline Weimann prüft Bernard Olemos Finanzplanung und seine Buchhaltung. Rentiert sich auch für ihn das Geschäft mit dem Wasser? Und warum kann die Stiftung nicht auf Dauer die Finanzierung übernehmen und das Wasser einfach an die Menschen verschenken? Wenn der Kioskbetreiber gar kein Geld für das Wasser nehmen würde und die Gemeinde das Wasser einfach umsonst beziehen würde, was natürlich schön wäre, dann wäre das tatsächlich ein Problem für den Kiosk, weil dann kann der Kiosk einfach nicht langfristig betrieben werden. Also sobald dann die Förderer und internationalen Projektpartner raus sind, dann würde der Kiosk irgendwie in sich zusammenfallen. Der Aufwand hat sich offenbar gelohnt. Immer weniger Frauen holen Flusswasser. Am Anfang war es schwierig, weil die Leute nicht wussten, wie wichtig sicheres Wasser ist. Aber das hat sich jetzt sehr geändert und die Menschen in der Gemeinde sind gesünder. In einer feierlichen Zeremonie wird der Wasserkiosk an die Gemeinde übergeben. Denn die Prüfung der Stifter hat ergeben, die Menschen vor Ort werden den Kiosk künftig eigenständig und profitabel führen können. Wenn Bernards Kiosk für ihn ein geschäftlicher Erfolg wird, kann es in der Gemeinde auf Dauer sauberes Wasser geben, ohne dass für alle Zeit Spenden fließen müssen. Hilfe zur Selbsthilfe. Die Menschen sollen nicht zu Almosenempfängern werden, sondern zu Geschäftsleuten und Kunden. Denn nur wenn sie selbst Verantwortung übernehmen, werden sie unabhängig von fremder Hilfe.